der morgens um 5 Uhr hier ist und ich... Ja, Konstantin, ich habe gestern Abend lange zu tun gehabt. Ich kriege wie immer, aber die Brötchen. So, das kommt auch noch zum Kraut dazu. So, Gulasch mit Bratkartoffeln. So, bitteschön. Machen eine Erbsensuppe. Und für eine ordentliche Erbsensuppe brauchen wir ein ordentliches Stück Kassler mit Knochen. Sehr lecker. Der Weg hat sich gelohnt. Wolltest du meine drauf haben? Nee. Nee oder Sisi? Nee. Nee. Guten Appetit. Und der hier? Das ist doch ein Alter Schwede, ich sag dir ehrlich, der noch ein bisschen mehr. So, bitteschön. Jawohl, danke dir. So, und wir gehen mal da lang. So, und dann nimmst du das Kappstück immer, legst es schön in der Ecke. So als Stütze quasi. Bratkartoffeln oder Schafkartoffeln? So, schöner Teller. Wieder Pfeffer, Sahne, Zwiebeln, jede Menge. Bitteschön. Guten Hunger? Da hast du wahrscheinlich doch recht, das zieht eine Riesenmenge. Ja. Die weg. Dass die wegschaffen, da sind doch schon 10 Wiederbörner. Das ist doch schon 10 Dinger durch. Oh, das ist doch schon 10 Dinger durch. Und gestern natürlich den ganzen Tag geradelt. Ne? Aber jetzt habe ich noch keine die reingetan. Aber das machst du nicht. Was machst du? Baguette hast du keine drin. Nee, mach ich als nächstes. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Ein Jahr? Ich glaube ziemlich genau ein Jahr. Ja, ein Jahr. Viel zu tun nach wie vor, aber so richtig weitergekommen auch noch nicht. Wir kämpfen jeden Tag aufs Neue. Ja, ich habe ein großes Problem. Die Dame, die jahrelang von Anfang an morgens um die Zeit gekommen ist, die ist ausgeschieden. Die ist alt geworden, wie wir alle. Und war erst eine ganze Weile krank, dass ich schon fast gedacht habe, das wird eh nichts mehr. Und dann war es auch so. Sie hat dann nochmal angefangen, ging aber nicht mehr. Und jetzt ist es unheimlich schwierig, scheinbar unmöglich, Was hast du von? jemand zu finden, der morgens um 5 Uhr hier ist. Und ich habe halt nun mal nachmittags schon meine Vorbereitungen zu machen. Morgen. Morgen. Wir sind aber früh dran. Was gibt's denn für euch? Eine halbe Stunde mindestens. Habt ihr noch einen Weg? Hast du noch einen Weg, dass du die abholst? So jetzt auf schnell wird das nichts. Ich sag, so auf schnell wird das nichts. Gut. 6 Schröder und?
Ja, Konstantin, ich habe gestern Abend lange zu tun gehabt. Weihnachtsfeiern. Gestern? Ja. Und habe natürlich so ein paar Vorbereitungen liegen lassen, weil du die angucken sollst. Dann habe ich noch lange gebraucht heute Morgen. Also wird das schon ein harter Tag heute. So, du willst auch eins. Nicht, dass du nachher wieder verhungerst hier. Und von Hamburg anrufst, du hast Danke nichts zu essen gekriegt. Danke sehr. So, für die Jungs machen wir jetzt in aller Eile die Nobelschnitter hier. Aber ein paar Minuten dauert es, weil wenn ich die jetzt sofort anschneide, brechen die durch. Also wenn du noch einen Laden in Thailand aufmachst, dann komme ich dahin. Du kannst ja schon mal vorfliegen, auf mich warten. Der ist ja schon offen. Ja? Ja, ja. Läuft da einer schon? Nein, offen. Ich Ach habe so. da Also, gar nicht so viel mit zu tun. Der gehört meiner Freundin. Und naja, irgendwann will ich da ja hin und dann sollen da auch meine Ideen einfließen. verstehe. Das macht ja keinen Sinn, dass ich mir von hier aus da schon einmische und selber nicht vor Ort bin. Das, Nee, das stimmt. fragen die Leute nur, ja, wo ist er, und irgendwann will ich da mal hin, ja. Aber erstmal haben wir ja hier noch zu tun. Bisschen. Albert, du hast auch Hunger dann irgendwann, oder? Boah, Irgendwann, gut. mach das mal. Die Also Reihe mach nach. ich erstmal die Jungs hier. Genau, machen wir die Reihe nach. Mal einen Kaffee genießen. So, ich gehe mal ein paar Eier holen. Eier sind wichtig morgens. Morgens immer wichtig. Mettbrötchen, Eibrötchen. Da kommt kein Weg drum rum. Und das ist ja auch so ein heimlicher Favorit hier. Seelachsei. Ich mag das Zeug gar nicht. Aber es ist sehr beliebt und auf mich kommt es ja nicht an. Ist auch sehr, sehr teuer geworden. Ich kannte das früher gar nicht. Als ich angefangen habe, haben die Leute mir das erklärt, Mensch, dann habe ich den normalen Lachs gekauft, den wollten sie nicht. Und kann ich mich erinnern, da haben die Pakete so 7, 8 Euro gekostet. Die waren aber größer. Und dann habe ich ja auch von innen nach Hannover gewechselt. Und mittlerweile kosten die auch 15, 16 Euro das Kilo. Ist alles. Ein paar Sachen sind wieder billiger geworden, aber im Großen und Ganzen sind Lebensmittelpreise unheimlich gestiegen. Ja, das stimmt. Butter und so, das ist ja jetzt Gott sei Dank wieder günstiger geworden, aber im Großen und Ganzen ist das schon eine ganze Menge. Die brauchen wir nicht weiter würzen, hier kommt nichts weiter drauf, weil der ist ja unheimlich salzig. Wird sehr gern genommen. So, jetzt gucken wir mal. Ja, eine Krakauer haben wir eigentlich jetzt auch eine gute gefunden. Im Großen und Ganzen hat sich von den Gerichten zu letzten Jahr, ich habe es mir gestern Abend nochmal angeguckt, gar nicht so viel geändert, weil wir auch gar nicht die Zeit hatten, uns groß zu entwickeln. Immer zu tun gehabt eigentlich.
Und da bleibt eben manches auch mal auf der Strecke. Manchmal ist es auch ganz schön viel, muss ich ehrlich sagen. Morgen. €5 bitte. Ja, bin ich in Form. Ja, passt das irgendwie nicht heute. So, ausziehen. Bin ich in Form oder wie? Passt. Passt. Was nicht ist, wird passend gemacht. Rührei-Brötchen war dann nur Rührei, oder? Ja. Ja, ist tatsächlich ein bisschen groß heute Morgen. Ihr müsst ja nicht weit, ne? Nein, wir nehmen das auch im Schoß. Ich habe hier ein paar alte Kollegen mitgebracht. Und ich stelle das auch im Schoß, dann passiert ja nichts. Anschneiden. Soße mit rein oder nur Rührei? Nur Rührei. Du kannst nur eine Frikadelle? Bulette. Aha. Geht doch. Weißt du, wo das herkommt, ne? Die Freaks, die essen Frikadellen und die Bullen essen Buletten. Ja, hast du das mitgebracht damals oder hast du es gelesen hier? Ne? Hängt da hinten. So. Ja, das ist doch schöne Rührbrötchen noch nicht. Ja, klapp einmal um. So, bitteschön. Wir wollen noch ein Hühnerfrikassee machen, das ist schon abgekochtes Hähnchen. Hätte ich eigentlich gestern Abend noch mit anfangen wollen, aber wollte ich, dass du das mitkriegst. Das sind die Karkassen, also Geflügelknochen. Den Sud zum Kochen haben wir natürlich aufgehoben, da kochen wir die nachher drin. Dann haben wir hier noch, finde ich jetzt gerade nicht, weil wir hier auch immer ein bisschen Unordnung haben. Was gibt's Neues in Hamburg? In Hamburg? Ja? Ja, was gibt's da Neues? Ja, jetzt auch alles vor Silvesterzeit, Weihnachtsmärkte.
im Prinzip nichts Neues. Ach so, Preise steigen. Die Preise steigen und haben wir schon drüber gesprochen. genau, Können wir aber, alle nicht mehr hören. aber, Glaubt anso doch keiner, außer wenn er selber losgeht. genau, aber ansonsten was Neues? Nee. Kann ich nicht behaupten. Also Hamburg ist doch die schönste Stadt der Welt, aber da muss ja jeden Tag was Neues geben. auf jeden Fall sehr schön. Hier, Sülze. Willst du probieren? Vielen Dank später. Ja, ja, das ist auch immer relativ. Es gibt immer einen besseren Albert, das weißt du. Aber muss ja erstmal ein bisschen putzen und ein bisschen trommeln. Also Aufschnitt und sowas hole ich natürlich mal gerne in den Supermärkten mal, wenn sie so, gerade die Firma hier, wenn die ihre Spezialwochen haben, also dieser Schinken hier, der ist wirklich sehr, sehr gut. Und dann kann man immer mal so ein bisschen variieren. Die Niki, wenn die Dienst hat, die bringt dann immer vom Bäcker ein paar schicke Brötchen mit, schicke sagen wir, also ein bisschen was mit Körnern und so. Und dann, die schmiere ich gar nicht vorher fertig. Die legen wir so hier hin und hoffen, dass da mal die Leute sich was aussuchen und machen mal so Lachsbrötchen, sowas, ein bisschen was Schickes. Und das geht eigentlich auch ganz gut. Die sollte man erstmal so wenig wie möglich anfassen. Ein paar Minuten warten, sonst brechen die sofort durch. Buletten backen wir immer noch im Ofen, aber im Gegensatz zum letzten Jahr haben die Form ein bisschen verändert. Die sind ein bisschen flacher. Schimpfe ich immer über meine Niki, dass die da. Ja, das Guten Morgen, Entschuldigung, wissen Sie, wo das Deutsche Rot des Kreuzes? 500 Meter weiter, kleine Kreuzung, links, erste Straße, links. Da ist das Deutsche Rote Kreuz. Morgen. Morgen. Danke. Bitte, moin. Morgen, morgen. Nehmen wir eine Lachs mit Ei, bitte. Jawohl. Und eine Buletten mit Hokkaido. Nix. Schön, schön. Gott sei Dank, ne? Gott sei Dank bist du hier, ja? Na, noch. Warum? Entschuldigung. Willst du zu machen? Nein. Irgendwann mal. Wenn du Rente gehst, dann musst du eine Nachfolger vorbereiten hier. So, das versuche ich ja schon eine ganze Weile zu finden, weil ich ja tatsächlich irgendwann mal nach Thailand will. Das sieht tatsächlich nicht gut aus. Da wird er wohl tatsächlich so einen Döner hierher kriegen oder so. Aber es ist noch eine Weile hin. 2, 3 Jahre noch. 2, 3 Jahre? 4, 5. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen festen Plan. Irgendwie komme ich sowieso hier immer schlecht weg. Wahrscheinlich werde ich wohl noch eine ganze Weile rumsitzen hier. Rumsitzen ist ja nicht. Brötchen backen, Buletten backen. Guck mal, so ein bisschen flacher gemacht. Sieht im Brötchen irgendwie schöner aus. Geht auch schneller zu backen. Irgendwie hat sich das so, ist das mal passiert und dann hat es uns allen gefallen und dann seitdem machen wir so ein bisschen flacher. Wenn die anderen so vorher, die du von letztes Jahr kennst, das war schon ganz schön viel im Mund, ganz schön dicke Dinger. Da kriegt man ja Maulschnur, hat mal einer gesagt. Und seitdem machen wir so auch ein bisschen flacher. Ein bisschen mehr nach dem Burger aus eigentlich, aber nun. So, grüß dich. Ja. Haben wir wieder Sonne? Was kann ich für dich tun? Ei mit Lachs? Natürlich. Bitte schön. Danke dir.
Wie lange ging das dann neulich noch? Ja? Ja? Bis zum Verlust der Körpersprache oder wie? Ja, nee, ich wollte es dann wieder noch gefahren. Eine gute Fotosession? Siehst ja. Immer wieder. Ja, ich weiß nicht, was war denn den Abend? Ach, da war noch Catering hier und Catering da, ne? Wollte man, ja, oder? Ja, das wusste ich aber auch nicht so genau. Das war nicht Holzmann Firma, sondern ein Angestellter, der hatte da gefragt, ob er die Kantine für eine private Feier nutzen kann. Ja. Und waren noch etliche Gäste von hier und eine Bekannte von mir und ich bin dann da ganz schön hängen geblieben. Wir haben ja so eine richtig schöne Kantine da und da drinnen hatte der sich eingemietet, sage ich jetzt mal. Oh, ein schöner Abend dann noch geworden. So, was kriegst du? Mett und Sülze. Jo, habe ich fertig. So, dann sind es bei dir 8,50. Schau, ist die nett, sonst mal ein Franzbrötchen mitgebracht aus Hamburg. Ja? Gibt es hier nicht überall oder selten. Wirklich? Wir haben nur ein paar Bäcker. Und jeden Tag kann ich es auch nicht essen, aber ab und zu habe ich noch richtig Bock drauf. Und dann ist eigentlich selten eins zu kriegen. Ein Bäcker in Bekedorf, das ist ein Ende hin, der hat so klasse Brötchen, also Franzbrötchen. Wenn ich da mal lang komme, aber ist ja selten geworden, da habe ich mir immer eins gekauft. Das ist ja in Hamburg Tradition, ne? Und, machst du sowas? Franzbrötchen auf jeden Fall. Ja, nicht jeden Tag, aber ab und zu. Kann man, ja, natürlich. Am liebsten dann Franzbrötchen mit Rosinen. Ist Ja, Geschmackssache, aber aber... original nicht rein, ne? Nee, original nicht. Nee. Es gibt ja mit Schokolade, es gibt mit Rosinen, mit... Ich weiß nicht, da mit Mandeln. Ja, nee, hier, wenn, also der hat nur die ganz normalen mit Zimt, ne? Mhm, ja. Und da komme ich immer irgendwie nicht dran vorbei. Also das ist auch ein sehr, sehr guter Bäcker da in Bekedorf. Der hat, glaube ich, auch nur eine Filiale, nicht überall so. Und ein Riesenladen, immer Parkplatz voll. Immer. Der hat auch... So kleine Freiläden. So wie Kiosk-mäßig. Die werden ausgeliefert von der Bäckerei. Ja, wusste ich nicht. Wo die morgens immer ihre Franzbrötchen wegholen. Speziell so wie die Kiosk, weißt du, so 3x3, so kleine. Ja. Wenn es die noch gibt. Ja, du, wirklich. Was können wir für dich tun? Oh, was zu essen. Du hast was zu essen? Hier, guck mal. Wichtig. Siehst du? Ja, zumindest nicht ganz falsch. Und eins mit Schinken mit. Ich habe hier ganz frische, selbstgemachte Braunschweiger. Hier. Ah, nee, danke. Oh, Frühstücksfleisch? Das ist Sülze. Ach so. Dann machen wir eins mit Schinken und dann kommen eins mit Mett, hatte ich schon lange nicht mehr. Jawohl. Wieder Presse im Haus hier, ja? Wie bitte? Wieder Presse im Oh Haus. ja, die lassen sich totschlagen, kannst du nicht. Komm mir wie an hier. Bitteschön. Ja, Butter kann man wieder ein bisschen dicker drauf machen. Die war ja bei 2,50, jetzt gibt es sie wieder günstiger. Aber da hat man tatsächlich die Zeit, wo es so ganz schlimm war, echt überlegt, ob man Oberbutter drauf macht. Weil, ja. Und komischerweise
2 Wochen später kostet knapp die Hälfte. Da fragt man sich mal, wie das zustande kommt. Ne? Aber im Großen und Ganzen ist schon tatsächlich alles unheimlich teuer geworden. Macht man mal keinen Spaß, einkaufen zu gehen. Ich kriege wie immer aber die Brötchen heute doppelt. Also das heißt, ich nehme ein Ei und ein Schinken nehme ich mit. Ein Schinken kriegst du erstmal gleich. Ja, zum Den Rest mache ich dir dann. Bitte schön. Ja. Marco. Ich möchte gerne ein Mettbrötchen. Ja, kriegst du. Und du? Bei mir ein Eierbrötchen. Mit Fisch? Ja, egal, machen wir. Na egal, kriegst du mit Fisch. Bitte schön. Dankeschön. So. Morgen. Jungs, was darf sein? Lachs mit Ei? Ja. Und ich nehme Ich habe hier Kochschinkenkäse. Ich habe auch mal Körnerbrötchen. Kannst du auch mit Lachs oder Frischkäse und Tomate und sowas. Ich nehme hier so ein Mettbrötchen? Ja. Ja. Heute ist ein Kaffee? Gut. Bitte schön. Alles klar. Reicht auf einen Guten Teller. Appetit. Danke. Otto, was gibt's Neues? Oh, nicht viel. Nicht viel? Das ist ja nicht viel. Ein Blechbrötchen könnten wir dann mal in Gang bringen. Moin. So, dann haben wir 7 und 3 und 2, 12,50 Euro bitte. So. Sehr schön. Ich habe dir doch vorhin den Schweinekopf gezeigt. Und das ist die Soße davon. Die Füßchen und die Schwänzchen und die Öhrchen. Da ist ja unheimlich viel Gelatine. Gelatine drin. Und die benutzen wir natürlich, da machen wir jetzt eine schöne Bratensoße von. Ich meine, den könnte unser einer ja so aufs Brötchen essen eigentlich. Sehen darf das nicht jeder, das ist viel Fett. Schöpfen wir normalerweise so gut wie möglich ab, aber ein bisschen bleibt immer drin. Gulasch wollte ich dir zeigen und erklären. Polnisches Gericht. Bigos ist so eine polnische Geschichte mit Kraut. So, ich habe in letzter Zeit unheimlich viel Grünkohl gehabt. Leider ist er gestern alle geworden. Hätte ich gerne für dich auch noch verkauft heute. Und das sind Kasseler Bratenreste, Bratensud. Und da kommt jetzt Sauerkraut mit rein. Und da gibt es Kartoffeln dazu. Das schmeckt unheimlich gut. Das ist so ein Resteessen. Wir wollen ja nicht wegschmeißen. Und das wird unheimlich gern gegessen. Da kommt jetzt nur noch Sauerkraut rein. Und dann schmecken wir es ein bisschen ab. Noch ein bisschen Fleisch dazu. Mal gucken, wie es ungefähr aussieht. Kannst heutzutage nichts mehr wegschmeißen. Früher hat man mal so ein paar Sachen, die hast du einfach weggetan. Geht heute nicht mehr. Kann man nicht Müssen wir verstehen. machen so. So, das kommt einfach zum Kraut dazu. Das ist jetzt, weiß Gott, kein Feinfood, aber wird unheimlich gern gegessen. Bodenständig, Fleisch, Geschmack. Umami durch Sauerkraut vom Kasseler, die salzigen Sachen. Das muss nur schön nachher nochmal durchgerührt werden.
Und dann kann man da auch mal einen Mittagstisch für 8,50 ausgeben. Guter Preis. Ja. Top-Preis. Ja, hast du recht, weiß ich. Muss man auch machen, sonst bleiben die Leute irgendwann weg. Ich meine, wenn hier Fans kommen, die geben natürlich auch gerne Geld aus. Aber ein normaler LKW-Fahrer oder ein Handwerker, der kann nicht die ganze Woche über jeden Tag 10, 12, 15, 20 Euro ausgeben. Und leider Gottes, weiß nicht, in der Stadt bin ich ja selten, weil ich immer hier bin. Aber ich weiß nicht, ob man in der Stadt, gibt es noch irgendwo einen Mittagstisch für einen Zehner? Schlecht, ne? Ja. Also jetzt sowas hier, irgendwelche Sachen, die nicht so schwierig sind, wird es vielleicht geben. Aber jetzt ein Schnitzel mit Blumenkohl und Bratkartoffeln, ich glaube, da sind wir die Letzten, die da einen Zehner für nehmen. So, jetzt ist das von Haus aus eine günstige Sache, weil es eigentlich Reste sind. Schmeckt aber. So. Da gibt es eine Salzkartoffel dazu oder Kartoffelstampf. Und dann ist das, wie gesagt, ein günstiges Essen. So, hier kommt das hin. Ja, fürs Frikassee. Genau. Gesehen. Nochmal ein bisschen weicher kochen, kann ich sie besser poolen. Da brauchen wir unheimlich viel Zwiebeln. Und ich hole jetzt die Leber. Ich glaube, die hat man letztes Jahr sowieso, hat man auch dabei. Ich glaube sogar, das war derselbe Tag. Das muss jetzt genau ein Jahr her sein. Ja? Weil, Albert, die Weihnachtsdeko hatten wir doch da auch um die Zeit. Also ich muss jetzt Leber braten. Das ist, glaube ich, genau ein Jahr her, dass du hier warst. Ja. Ja, so Richtung Wasserschuss. Ja. So, die Leber, die lasse ich vom Schlachter schön schneiden in Scheiben. Schöne, schmale Scheiben, dünne Scheiben. Und würze die Pfeffer und Salz. Und dann kommen die ganz kurz auf die Platte. Aber wirklich nur ganz kurz. Schon Vormittag. Und dann wieder zurück im Behälter, Deckel drauf. Dann ist die prinzipiell gar. Und mittags à la Minute kurz auf die Platte, weil die kriegt dann sofort Farbe. Und sind sie eigentlich alle zufrieden mit. Leber geht nach wie vor jeden Mittwoch sehr gut weg. Und deswegen machen wir das einfach weiter so. Zusammen, aber das A und O ist halt das Schneiden und das kriege ich selber nicht hin. Da hat der Schlachter ganz auch andere Messer, da hat er so ein ganz besonderes. Das kriegt auch zu Hause keine Hausfrau so einfach nicht. Und viele ekeln sich ja auch in der Form davor. Ne? Also die Heike, die leider nicht mehr bei uns ist, weil sie nicht mehr ganz so gut, naja gut, die hatte auch das Alter, die hat sich da immer sehr vorgeekelt. Wenn ich die Leber da hatte, musste die jetzt irgendwann mal raus, denn die konnte das nicht sehen. Mhm.
ich sage mal, wenn ich die Platte voll habe, hinten, kannst du vorne schon wieder umdrehen. Die ist jetzt, weiß Gott, nicht durch. Aber wenn die nachher zusammenliegt und Deckel drauf ist, zieht sie von der eigenen Wärme durch. Könnte man die theoretisch wunderbar essen. Und viele machen ja mit Mehl und was nicht alles. Finde ich überhaupt nicht nötig, weil die hat nachher eine wunderbare Farbe. Hat sie ja jetzt schon quasi. Und dadurch, dass sie eben länger liegt und mit der eigenen Wärme, denke ich, dass das so ist, zieht sie durch und bleibt innen schön rosa. Gibt ein paar, die mögen das nicht, die wissen das aber und sagen gleich vorher, bitte ein bisschen länger braten. Aber eigentlich die meisten mögen die rosa eben. Ne? Zwiebeln klauen. So, merkt euch. Schweinebraten, ganz klassisch. Den gibt es mit Rotkohl und wenn wir es schaffen sollten, hat immer so Prioritäten. Also wenn um 11:30 so alles einigermaßen fertig ist, dann machen wir auch noch ein paar Knödel. Aber wenn wir jetzt anderes zu tun haben, dann lassen wir die Knödel weg. Also muss schon ein bisschen gucken, wann wozu Zeit ist. Und guck mal, die ist jetzt, naja, wie lange drauf? 5 Minuten, nicht mal. Und dann kommt die schon runter. Und Ja, ganz schön schlank. ja, also ich weiß, das ist relativ. Gibt es Ärger, wenn man das jetzt absolut nicht macht. Also ich versuche mal nicht auf dem Metall zu landen. So, die ist nicht ganz durch. Manche würden sie nur essen, ich nicht. Aber dadurch, dass die jetzt da ziemlich heiß liegen kommt und schön ausruhen kann, ist sie in 10 Minuten, schneiden wir noch mal eins an, kannst du glauben, sind die schon durch. Und mittags dann nur ganz kurz auf die Platte. Dann sieht die so aus und ist in rosa Kartoffelstampf, Zwiebeln und da gibt es wunderbar Klebereis. Genau, wie wir ja alle Physiker sind und wissen, zieht Wärme nach oben. 10 Minuten sind die durch. Moin! Ich hätte für heute 10 Frikadellen und Kartoffelsalat bestellt. Ja, Kartoffeln, ja, Salat und 10 Frikadellen. aber nicht für jetzt. Nee, Heute Nachmittag. Ich wollte um 6 kommen. Kann ich um halb 6 kommen? Heute Abend? Ja. Ja, müssen, ja. Muss schon richtig sein, weil die Jungs dann auch... Halb 6, 10 Buletten, 10 mal Kartoffelsalat. Ist in Arbeit. So, weil wir abends immer Buletten braten, mache ich oft dieselbe Menge, selbe Masse, einen Hackbraten. Der kommt nur in eine Form. Diesmal habe ich ein bisschen Lauch dran gemacht, damit es etwas anders schmeckt wie die Bulette. So, abends in eine Form. So, ein bisschen lösen und dann einfach nur löst sich nachher bedeutend besser von der Form. Jetzt kriegst du die nie wieder sauber. Und ab in den Ofen. Hackbraten geht immer. So. Passt. Das Mittagstisch. Hackbraten, Schweinebraten, Leber, Hühnerfrikassee, Chili con Carne, Lauch, Hack, Käse, Rahmsuppe. Ja, naja, und was sich noch so ergibt. Ja, und Soßen und so haben wir ja immer unsere
Klassiker. Die versuche ich natürlich abends vorzubereiten. Das ist unsere profane Currysoße. Die berühmte Samba-Soße, die könnten wir, glaube ich, eintüten. Jägersoße, das mache ich alles abends, weil da haben wir jetzt gar keine Zeit zu und auch nicht den Platz, dass wir das nächsten Tag noch warm machen brauchen. Einen kleinen hätten wir noch für irgendwas zum Warmhalten, ne? Ach, da kommt, nee, haben wir nicht mal, da kommen die Zwiebeln und die Äpfel rein. Ich kann mich erinnern, einer fragte, wie wird diese Samba-Soße gemacht? Also das ist ja ein Mix aus 2, 3 Soßen. Ja? Ja. Genau. Aber der Zusammenhang. Willst du jetzt das Rezept oder nicht? Nein, man brauchst du nicht. Aber jedenfalls, ich kann mich erinnern, dass manche haben sich daran interessiert, wie das letztendlich gemacht wird. Eigentlich ist das kein Hexenwerk. Um mich drumherum sind auch etliche, wirklich etliche Gastronomen, die komischerweise, nachdem sie hier waren, auch auf der Karte haben. Unter anderem Namen Hagenburg-Soße, wie immer. Das ist kein Hexenwerk, ist eine gute Hollandaise. Und ein Schuss davon und ein Schuss davon warm gemacht. Mehr ist das nicht. Nur den Schuss davon und den Schuss davon. Den einen sagt eigentlich der Name und den anderen verrate ich nicht. Das ist eigentlich der Favorit, den wollen sie alle zu allem essen. Den essen manche als Pommessoße, den essen manche als Currysoße. Also die Samba-Soße, die ist schon immens nötig. Wenn die mal nicht da ist, dann kriege ich Ärger. Du hast aber einen schönen Hut auf. Oh, und so einen schönen Janker. Ne, den habe ich noch nicht gesehen. Die war ich doch schon immer hier. Ja, aber den Hut habe ich Wie noch. lange bist du jetzt hier drin? Im Februar wären es 10 Jahre. Den Hut habe ich noch nie gesehen, das wüsste ich. Nee? Den Trachtenjanker, ja. Und Schal hast du auch meistens. Oh, hast du schon Frikadellen Die fertig? Frikadellen fahre ich schnell zum Wurstbazar. Buletten kannst du kriegen. Ja, Buletten. Nach Klappt immer. So ins Brötchen oder mit Kartoffelsalat? Nein, oder? nein. Erstmal so eine zum Probieren. So, und dann müssen wir nachher Also ich 3 Stück mitnehmen für außer Haus. Kriegen wir hin. Die Frage ist nur, Erstmal so eine. Senf dazu, Soße dazu zu Ne, probieren? Senf, nur Senf. Den Bulettensenf, unseren hausgemachten. Ja, genau. Und ich würde gerne Mettbrötchen essen. Jawohl. Die Frage ist nur, ob ihr die heute Abend essen wollt oder nachher. Nein, die du nachher mitnehmen willst. Ja, die bringen wir nach Linden und dann essen die gleich auf. Gleich auf, also heiße. Ja, dann Gut, dann, weil wenn du heute Abend, da hätte ich gesagt, nimm dir kalte mit und schieb die heute Abend noch mal in den Ofen. Genau, So, möchtest du ein Körnerbrötchen oder ein weißes? normales. Unsere Kartoffelschaufel gezeigt, die meine Pizzablech war. Aha. Guck mal, Leber macht die Platte. Da jetzt was anderes, einen Burger drauf braten, das ist von Arsch. Und das jetzt sauber zu kriegen, geht am besten mit einem Tapetenschaber aus dem Baumarkt. Guck mal hin. Ja. Jetzt machen wir weit auf. Nach der Leber müssen wir die abziehen, sonst hast du immer diesen Lebergeschmack drauf. Egal, wenn ich da jetzt ein Spiegelei drauf brate oder so, schmeckt alles nach Leber. Deswegen ziehen wir die einmal richtig schön sauber. Abends sowieso immer, aber nach Leber muss sein. So, schmeckt's euch? Oh, wunderbar. Wie immer. Schön. So soll das auch. Wie spät haben wir es denn? 10, siehst du? Geht schon wieder los, dass wir Bratkartoffeln haben müssen. Da müssen wir auch mit anfangen, jetzt alles nichts. Was sagst du?
Ja, nachdem du so viel mit deinen Bratkartoffeln geprallt hast, hast du ja letztes Mal haben ja alle gefragt, das mit dem Zucker und so weiter. Ja, Jetzt genau. haben wir hier eine junge Dame. Da oben ist sie. Die wollte versuchen, unser Gewürz zu verkaufen. Haben wir x-mal hin und her probiert. Hat mir alles immer uns nicht so wirklich gefallen. Und haben wir ein paar Mal ändern lassen. Und irgendwie hat sie, glaube ich, die Geduld verloren. Da muss ich nochmal anrufen. Die will das tatsächlich produzieren und in ihrem Laden und in ihrem Internetshop verkaufen. Aber wir haben sie, glaube ich, ein bisschen überfordert. Ich habe ein paar Mal gesagt, so geht das nicht. Und musst du nochmal. Und dann bin ich in Urlaub geflogen und dann habe ich gesagt, nach dem Urlaub melde ich mich. Das habe ich aber vielen anderen auch gesagt. Und wird aber nachgefragt, tatsächlich. Da bist du schuld dran, weil du ja unbedingt wissen wolltest, was da alles so drin ist. So, ich habe hier ein kleines Stück Butter. Die bringe ich erstmal zum Schmelzen. Wenn die Butter dann irgendwann mal geschmolzen ist, gleich, kommt Mehl dazu. Ich habe jetzt nichts abgemessen, aber meistens funktioniert das. So. Mehl dazu und nochmal schön anrüsten. Hühnerwas? Hühnerwasser? Hühnerwasser, ja. Da waren die Hühner drin gekocht. Und das ist erstmal der Ansatz. Für was ist? Fürs Hühnerfrikassee. Danach kommt auch Spargel rein, Erbsen und das Huhn, was noch nicht gerupft ist. Gezupft. War alles okay? Hat geschmeckt? Perfekt. Gut, dann machen wir das nächste Mal. Ja. Jetzt Rechnung schreiben, habe ich keine Zeit mehr. Schicke ich dir. Alles klar. Ruf dich nochmal an, wenn mir irgendwas fehlt. Ja. Wichtig ist, dass es allen geschmeckt hat. Alles alle geworden? so schön. Nö, die Suppe ist nicht alle. Was machst du jetzt mit? Hä? Selber essen. Ja klar. Mach's gut. Verteilbar. Tschüss. Ja, die hatten gestern eine Lackhauchsuppe. Hacklauchsuppe und ja, Brötchen und da sind die eigentlich jedes Jahr mit zufrieden. Alles Wir gut? sehen uns vor Weihnachten ja nicht mehr. Gute Weihnachten, guten Ja, Rutsch. du, es ist wieder so. Normalerweise würde ich auch gerne mal frei machen. Aber das ist ja so, dass kaum einer arbeiten wird. Immer wenn sie nicht arbeiten, haben sie Langeweile. Ja, ja. Und Dann kommen sie zu sitzen dir. heute und kommen hier angeschissen. Das kann sogar sein, dass ich über Weihnachten hier bin. Aber habe ich noch nicht. Macht's gut! Das sind so Leute, die kommen jetzt um die Zeit, weil nachher ist voll und dann, die wollen ja auch ein bisschen quatschen und ein bisschen betreut werden und das passt dann alles nicht und deswegen bleiben solche auch mittags weg. Das Das sind auch schon Stammkunden, ne? Er ist so ein Huttyp, der hat jeden Tag einen anderen auf. Oder sehr oft verschiedene. So. Finde ich gut, ich würde auch gerne Hüte tragen, aber ich habe kein Hutgesicht. Ich habe mir ja tatsächlich aus keiner Mützen anfertigen lassen. Ich kann die so rumtragen und so rumtragen und so rumtragen, ich habe kein Hutgesicht. Also, Letztens hattest du eine Schürze an. ja, die habe ich eigentlich nur noch nicht an, weil ich immer an mittags auf jeden Fall. Nur beim Brötchen schmieren hier morgens ist ein bisschen störend. So, der schöne frische Spargel, den ich heute Morgen noch gestochen habe, der kommt da auch mit rein. Erbsen. So, die Soße ist jetzt schön abgebunden. Und jetzt
tue ich Spargel rein. Habe ich zu viele genommen. Und das Hühnerfleisch. Und dann lasse ich es noch auf kleiner Flamme ein bisschen köcheln. Das restliche Fleisch muss ich erst noch abzupfen. Wie lange so? 30 Minuten? Länger? Ja, 30 Minuten gut und gerne. Das alles noch mal schön durchziehen. Hühnerfond rein. Die können jetzt auskühlen und dann pule ich sie ab und die kommen auch noch mit rein. So, jetzt sind die Hühner endlich abgekühlt, ganz weich und zart. So, mehr geht dann auch nicht. Nee. Top ist voll. Ja. Die kenne ich. Ja, die haben wir, kann ich mich erinnern, damals auch ausführlich drüber geredet, aber guck mal, die ist also jetzt wirklich, die war ihr Geld wert. Diese ordentliche Schürze ist auch kaum zu kaufen, das ist alles irgendwie nicht so das, was mir gefällt. In meiner Lehre als Hufschmied kriegst du auch eine Schürze, eine ordentliche Lederschürze. Kann ich mich erinnern, mein Meister hatte eine an, die hat, glaube ich, den Ersten Weltkrieg schon sein Vater angehabt. So ein richtig stabiles Ding, die konntest du hinstellen, da waren solche Brandflecken. Und ich kriegte dann so ein Kunstlederding. Da wollte ich im Prinzip nur ans Feuer rankommen. Da fing die an zu stinken und sich zu drehen und zu wellen. Also eine Schürze, wenn man die wirklich zur Arbeit braucht, muss doch was Vernünftiges haben. Und die ist toll. Also, Kann was ab, ja? ja, werden ja nur oft Fotos gemacht und wenn ich mir die dann angucke, ja, die steht mir scheinbar auch. Die ist okay. Ja, auf jeden Fall. So, das wären die Zwiebeln für die Leber. Ne? Ein bisschen Bräune brauchen die noch, aber für mich gehen die Meinungen auch auseinander. Ich mache die eigentlich eher so geschmolzene Zwiebeln, sagen manche. Also nicht krossbraun, ich mag die so schlotzig. Da kommt eine Apfelscheibe dazu und dann ist das Berliner Ei. So. Aber Kartoffeln müssen schon dunkel sein, oder? Kartoffeln? Bratkartoffeln? Kartoffeln, ja. Sind manchmal welche, die sagen, Mensch, wir haben nur 2 Pfannen hier. Und dann steht mir ja Bratkartoffeln. Ich sage, guckt es euch an, die sind noch nicht so weit. Ah, die sehen doch gut aus. Ja, und dann kommt die Hälfte wieder. Ich kann Predien wie ein Pasta. Ich kann das verstehen, dass sie welche möchten, aber wenn sie nun mal gerade alle sind und wir alle sagen, Mensch, die brauchen noch. Entweder muss 10 Minuten warten. Wie lange? 2-3 Minuten ist Blödsinn. Wenn die so aussehen wie jetzt, brauchen die noch 10 Minuten, Viertelstunde. Aber die wollen den unbedingt und auch die gehen doch schon, sehen doch gut aus. Und dann kommt die Hälfte wieder, ärgere ich mich tot. Also Bratkartoffeln müssen schon kross sein. Mahlzeit. Was darf sein? Moin aus Hamburg. Nee, so weit ist es nicht. Frikadellenbrötchen. Frikadellenbrötchen. Sag ich gleich Bescheid. Gäste sind da. Gäste sind da. Ja, ich komme. Ich bin der erscheinst. Hardrock-Fan? Bitte? Hardrock-Fan? Also Heavy Metal-Fan? Nee? Okay. Moin, machst du mir mal 3 Frikadellenbrötchen? Bulette geht auch? Ja, wie man es nennt. Ist ja letztendlich Der egal. klappt immer. Klappt immer, sagst du. Ja. In Niedersachsen sagen halt Frikadelle, aber ich muss dann immer einen Joke machen. Cocktail oder Senf? Cocktail bitte. Was hörst du überhaupt für Musik? Was mit Musik ist? Ja, aber was hörst du für Musik gerne zu Hause? Wenn du es jetzt genau wissen willst, habe ich eigentlich sehr guten Musikgeschmack. Also Favorit ganz klar Udo Lindenberg, Marius Müller-Westernhagen, U2,
ein ganz großer Dire Straits Fan, aber auch mal so Leute, die nicht so bekannt sind, Songpoeten nennen die sich. Auch so hier mein Telefon ist ja auch Lili Marleen oder Hans Albers, kann ja auch alles gut singen, Schlager auch. Also so ganz modern und so ganz flippig hier so Malle-Musik und so, das gar nicht so. Du kennst doch natürlich Motorhead. Motorhead? Ja, Ah, ist mir eine Nummer zu hart. Okay. Also ich gehe auch zum AC/DC-Konzert und ich war auch bei einigen, aber das ist nicht so meine Welt. Okay. Das ist mir echt ein bisschen zu hart. Wir hatten ja neulich AC/DC hier zweimal in Hannover und das ging montags los bis zum Wochenende, ging morgens um 7 ganz Europa AC/DC. Das ist oft so. Die haben das mal gesehen über YouTube, sind aber nicht vor Ort. Und wenn dann in Hannover irgendwas ist, eine Messe oder Wacken fängt an, alles was dann an Hannover vorbeikommt, schlägt dann ja auch. So, und damit ihr nicht immer, wenn ich immer sage, das Gelbe, nicht mitkriegt, was das ist, weil das hassen sie alle, schmeckt ja wunderbar, weil eine Tüte macht die Gemüsesalz drauf geschrieben. Das ist Vegeta, das Okay. Gelbes. Ist wahrscheinlich was Künstliches drin, ist mir aber egal, schmeckt gut. Kochen sie alle mit, geben es nur nicht zu. So, und so denke ich reicht das hier auch. Oder möchtest du dunkler? Guck mal hier, aussieht. Ja, herrlich. Ein schöner Braten, oder nicht? Ja. Den schieben wir jetzt noch mal eine halbe Stunde und dann ist er richtig gut. Ja, wenn wir zu dritt gegangen sind, dann fehlt auch mal ein Löffel und mal irgendwas. Weil als eben so ist. Hier würde ich jetzt gerne meinen Tupperschaber nehmen, aber den hat sie glaube ich gerade hinten in Arbeit. Das müssen wir improvisieren. Eine ganz schön große Pfanne. Die gibt es auch noch größer, aber dann kriegen sie die Mädels nicht mehr geschwenkt. Ich habe da unten einen richtig geilen Kohle. Ich als Schmied kriege das Wort jetzt nicht zusammen. Dann richtig einen schönen Stahlwort. Also da kannst du drin braten, das knallt. Also wenn der heiß ist, dann ist der heiß. Nur er ist auch unheimlich schwer. Und deswegen benutze ich den manchmal nur zum Anbraten. Für Rindfleisch oder so. Den kriegst du kaufen, angehoben. Aber wie gesagt, wenn der heiß ist, dann ist der auch richtig heiß. Gusseisen? Nee. Nicht Guss, Kohlenstoff, Stahl. Ah, okay. Die machen wir auch jeden Tag frisch. Wir kochen jeden Morgen so einen dicken Eimer mit Kartoffeln und dann wird das schön gestampft, gepresst, gewürzt und dann kommt es frisch und heiß vorne in die Auslage fürs Mittagsgeschäft. Und das machen wir jeden Morgen, daher sind wir auch so kräftig und so stark. Sehr gut. So, jetzt zum Schluss noch 1 Liter Milch und dann haben wir das auch geschafft. Ich mache nicht gleich alles auf einmal, ich mache erstmal die Hälfte. Dann vermische ich das alles, dann probiere ich und dann gucke ich, ob das auch alles so gut schmeckt. So, der ist jetzt ordentlich heiß geworden. Und ja, ist ein polnisches Nationalgericht. Und ich sage ja, das sind dann auch 8,50 ist schon mal anders wie 10,50. Und das schmeckt auch tatsächlich. Da kommt noch ein bisschen Bratensoße gleich rein. Und eine Kartoffel dazu, dann ist es was Ordentliches. Und Fleisch ist ja reichlich drin. Ich meine, kann man ja nun nicht sagen, dass das nichts wäre. Salat ist da, Fleisch ist da. Alles da. Eigentlich ein Eintopf quasi. Wenn du da jetzt eine schöne Kelle von dem Stampf, den sie da macht, mit Butter und allem und eine Bratensauce, ist echt ein tolles Essen. So, Gulasch mit Bratkartoffeln. Und Rotkohl. Vorsicht einmal bitte.
So, bitteschön. Super. So. Das ist Eiweiß, das kommt raus, wenn er fertig ist. Könnte man theoretisch essen, schmeckt aber nicht und muss runter. Das ist so ein Zeichen, wenn man Hackfleisch, das Eiweiß, das kommt dann raus, wenn er anfängt zu garen. So, und jetzt stellen wir den noch zum Ziehen. Schön heiß. Und dann nehmen wir nachher, haben wir so einen Spachtel, der passt da genau rein. Dann können wir Scheibe für Scheibe abstechen. Wir haben hier einen sehr, sehr guten, muss man echt sagen, Freund des Hauses. Der hat hier um die Ecke im Wald eine kleine Kneipe. Urig. Schönste Kneipe der Welt. Mitten im Wald. Kleines Holzhäuschen. Und wir haben uns mal so ein bisschen zusammengetan. Und ja, wenn er da irgendeine Feier hat und viele Fahrradfahrer im Sommer und so, dann stelle ich mich da am Wochenende oft hin und helfe ihm und mache ihm da was zu essen. Und wir haben dieses Jahr zum ersten Mal Weihnachtssingen. Der hat so einen Chor, Männerchor, ich glaube sogar 2, wo ich ab und zu auch schon mal mit Treller. Und da stellen wir uns Samstag hin am Nikolaustag und machen eine Erbsensuppe. Und für eine ordentliche Erbsensuppe brauchen wir ein ordentliches Stück Kassler mit Knochen. Da hinten hast du ja gesehen den Schweinekopf. Den habe ich ja gestern schon ausgekocht. Das ist der Sud davon. Da kochen wir jetzt den Kassler drin, dann pellen wir die Knochen ab und das Fleisch und der Kopf kommen da rein und die Erbsen und dann wird das eine ordentliche Erbsensuppe. Ich bin nur manchmal am Ende mussten doch brechen. Und dann ist es das fürs Das Weihnachtssingen. ist die Einlage für die Erbsensuppe und zum Weihnachtssingen hoffen wir, dass so 100 Leute kommen. Und die kriegen dann eine schöne Erbsensuppe. Ja, toll. Und die muss Samstag fertig sein. Heute ist Donnerstag, also fangen wir die schon mal an. Die kann ja nebenbei kochen. Die Kassler schneide ich erst vom Knochen näher runter. Der kommt normal so für, als Mittagstisch. Und die Knochen pule ich schön ab, die kommen in eine Soße. Und der Schweinekopf. Und das kann ja hier nebenher schon köcheln. Ja, eine schöne Erbsensuppe, kannst du glauben. Ja. Hack, Lauch, Sahnesoße-Suppe oder sowas. Bigosch. Chili haben wir noch? Nee. Mach doch noch mal den Deckel um. Das ist hier das Bigosch mit viel Fleisch. Dann das. Ja, willst du es so als Eintopf oder ein bisschen Kartoffelstampf dazu, ein bisschen braune Soße und noch ein Stück Kassler? Nö, Kassler. Kassler nicht, da ist auch genug drin. So, ein bisschen Bratensoße. Ah, die ist gerade noch am Kochen, also ein bisschen dünn. So. Ja, wie gesagt, schön Glanz kriegt sie von der Stärke. Und jo, Jungs, macht's gut. Kartoffeln fertig.
Die müssen raus. Und dann mache ich die Leber hier auf der Platte. Mit Stamm. Nein. Jawohl. Tschüss. Jörg? Oh. So, und die zweite Leber. Guten Appetit. Danke dir. Wie bei Oma, ne? Ja. Die harten Kern, wenn da sitzen bleibt, dann kann ich ja nicht stehen bleiben. So, das Schnitzel. Und die Currywurst-Pommes. Oder Mayo mit drauf? Ja, gern. Das macht die Berliner Art zum Berliner Art. Die abgeschaltet. Dankeschön. Nochmal bitte, ich hab's nicht verstanden. Gefüllter Schweinebraten, was ist das? Ja, Was ist denn der, womit ist der gefüllt? mit Hack. Schwein füllt man mit Schwein. Ja, das hört sich sehr gut an. Kartoffelstampf, Rotkohl, Was hast du sonst an Gemüse? Kohlrabi, Dann nehmen wir Und Ed. Bratkartoffeln. Hab ne? Nee, Stampf und. Wo möchtest du das Frikassee hin haben? Gute Frage. Überlege ich noch. So, ich habe dir, weil der nicht ganz so groß ist, noch so ein bisschen Kassler dazugelegt. Bitteschön. Guten Appetit. Zeit. Hallo. Was kann man denn für euch tun? Was mit Bulette, ne? Irgendwas mit Bulette. Ja. Kartoffelstampf oder Bratkartoffeln oder ins Brötchen? Oder Kartoffelsalat. Kartoffelstampf. Mit Rotkohl oder Kohlrabi? Beides. Beides. Oh. Ich will nur einen Plan machen, wie ich das jetzt hinlege. Er will Kartoffelstampf mit Zimt und Apfel machen. Dann mach doch. Ich mach Ich esse Apfelscheibe Kartoffelstampf Leber. mit Zucker drüber. Ja, aber doch nicht mit Kartoffelstampf. Doch, Kartoffelstampf und Zucker. Ja, kann man machen. Kann man machen, ne? Reislack. Wird jeder seine Verrücktheit. Ja, Leberwurst mit Himbeermarmelade. Fleischsalat. Und keine Erdbeer, keine nur eine, zwei. Sonnabend gibt es Erbsensuppe, ne? Sonnabend gibt es Erbsensuppe, ja? Sehr schön. Zweimal sind die Hornteller. Ja, ja. Ich glaube, beim Weihnachtssingen muss ich tatsächlich kleinere Schalen kaufen noch. Bitte schön. Ich bedanke mich. Und du? Ich hätte auch so ein Gedeck. Gleiche? Auch mit beiden Gemüsen? Ja, ohne Kohlrabi. Ohne Kohlrabi, nur Rotkohl. Ja, tschüss, macht's gut. Tschüss. Und auch Bratensoße.
Was ist die Alternative? Sambal-Soße, Jägersoße, Currysoße. Die ist dann 1 Euro extra, ist aber ordentlich Pilz drin. So, das ist unsere Jägersoße, frische Champignons, körniger Pfeffer, Sahne, Zwiebeln, jede Menge. Bitteschön. Sieht gut aus. Dankeschön. Guten Hunger? Ja, sehr. Ist das alles, was am Tagesgericht haben? Und Gulasch wäre dann noch. Hühnerfrikassee, ja. Schinken-Kokane ist noch. Ich glaube, dann hätte ich gern 2 Buletten mit Rotkohl und Stampf. Kriegen wir hin. Rotkohl und Stampf müssen wir schon machen. Vielleicht könnten wir auch irgendwo dazulegen ein paar Klöße. Nee, das war jetzt für hinten. Weil heute haben wir Leber mit Zwiebeln und Apfelscheibe. Und da brauche ich eigentlich mehr Stampf als sonst. Und jetzt merke ich schon, dass heute so ein Wetter ist für Kartoffelstampf. Bitte schön. Vielen Dank. So, und welche Soße? Was gibt's für Jägersoße, Sambal-Soße. Jawohl. Das ist eigentlich so der Hauptklassiker. Sambal-Soße, Buletten, Bratkartoffeln. Das ist eigentlich das, was wir über die Jahre am allermeisten verkauft haben. Bitte schön. Ja, danke. Da kann man auch. So. Viel besser geht nicht, ne? Kaum. Hier nicht. Also so, da ist schon. Wenn die liegen ja jetzt gleich noch auf den heißen Zwiebeln, dann sind die nachher schon schön flaumig. So, Rotkohl ist erstmal alle. Ja. Dann haben wir Alternative heute mal buntes. Und so wie der Kohlrabi alle ist, gibt es wieder Rotkohl. Das ist hier manchmal merkwürdig. In Empelde fährt der Gemüsebus relativ komisch. Hast du das verstanden? Ja. Wir haben normalerweise 3 Sorten Gemüse, aber heute haben wir die Zwiebeln wegen der Leber. Und da gibt es nur 2 Sorten Gemüse. Obwohl wir wahrscheinlich gleich Ärger kriegen, dass kein Rotkohl da ist, weil Rotkohl ist Pflicht. Bist du mal da, ja? Rotkohl, wie Bratkartoffeln und Stampf. Muss also. So, und weil heute Lebertag ist, vermuten wir, dass wir unheimlich viel Stampf brauchen. Und wenn es dann schnell gehen muss, jetzt kleine Portionen viel schneller warm machen als die große. Wir hätten nämlich auch ein bisschen was mit Logistik zu tun. Eigentlich bräuchte man Disponenten. So, was können wir denn tun? Ich habe nur eine Patientin oder die draußen musste erst mal fragen. Ich möchte, also dass wir diesen Kartoffelstampf mit Leber nehmen, aber doppelte Portion Stampf. Jawohl, aber Leber nochmal. Leber nochmal. Zum Mitnehmen. Zum Mitnehmen. Dann mache ich den Stampf extra in etwas größeren Behälter und die Leber in etwas kleineren. Ja. So mache ich es. Machen wir. So, jetzt hast du das auch. Was können wir denn für dich tun? Du schaust noch. Tagesgerichte sind hier so ein bisschen auf den schwarzen. Da kommt noch Hühnerfrikassee mit Reis dazu. Und der Grünkohl ist dafür nicht da. Recht oder mehr? Weniger. Ja, das ist eine doppelte Portion.
So? Gut, danke. Bisschen Bratensoße zum Stampf. Du was bezahlen? Unbedingt. Was hattest du? Kartoffelstampf, Rotkohl, Schweinebraten und eine Cola. 10,50 bitte. Nee. Für 13. So. Die Cola. Bitte schön. Ja, Müller. Deswegen habe ich sie gerade, haben wir heute Morgen für ihn extra das Thema gehabt. Die durch ist zu viel. Ja, so ist gut. Bitte schön. Dann machen wir eine große Seniorenportion, sind 10. Was mir aufgefallen ist bei deinem Bericht, den du da gemacht hast schon mal, Ja. ich habe ja da die Kommentare auch mal so ein bisschen durchgelesen, was allen aufgefallen ist, dass wir eine sehr schöne Art haben, die Tellersprache. So. Wurde oft am Ende gesagt, Mensch, toll, die Art anzurichten. So, das haben viele, eigentlich zack, zack, fertig. Nee, da haben wir auch manchmal unterschiedliche Meinungen. Ich packe die Kartoffeln in der Mitte, Gemüse, Fleisch rechts, links. Sie macht rechts, links, und, aber da gibt es keine Regel. Habe ich mir erzählen lassen. Vielleicht noch irgendwelche Kommentare, an die du dich erinnern kannst, so spontan? Was mich gewundert hat, habe ich nie gehört, habe ich auch nie rausgekriegt. Es heißt, den Namen habe ich vergessen, den Vornamen habe ich vergessen, Bagheera. Wir haben etliche, er sieht aus wie Zack Zack Bagheera. Und das wusste ich überhaupt nicht, wer das ist. Okay, ja. Und irgendwas war noch, wo ich gedacht habe, der hat sie doch nicht alle. Weiß ich nicht mehr. Grüß dich, was können wir für dich tun? Ja, ich bin gerade beim Schauen. Was hast du? XXL-Brötchen? Na, das sind hier sowas wie das wäre das, was da dran steht. Ja, dann gibst du mir so eins mit. Zweimal Stück mit Pommes und Sambal-Soße. Machen wir. Dauert einen kleinen Moment. Ihr esst hier? Ja, bitte. Und Mayo machen wir auf die Pommes? Sehr gerne. Dann schreie ich sofort, wenn das fertig ist. Super, danke. Ihr könnt euch setzen, zur Not auch da durch die Tür ins Zelt. Dafür haben wir die eingelegt. Dankeschön. Schönen Tag noch. Jo, tschüss. So, das Bulettenbrötchen bitte. Ja, bitte. Der ist gemeint. Der ist gemeint. Er sieht doch aber nicht aus wie ich. Der ist gemeint. Sollst du mir zeigen, wer aussieht wie ich? Ja, der ist gemeint. Sieht der aus wie ich? Habe ich Tattoos im Gesicht? Ja, Ein vielleicht. bisschen die Augen, ja. Kannst du einmal, auch nur einmal. Ja, weiß ich nicht. Was macht der? Warum denken Sie, ich wäre das? Der macht halt, ja, spielt in mehreren Sendungen. Also ist ein Zivilvertreter, ja, vertreten und ist auch, glaube ich, ehemaliger Skateboarder. Ja, das kann gar nichts mit mir zu tun haben. Nee, aber das war mir aufgefallen. Das war, glaube ich, 2 oder 3 Mal, dass das welche fanden. So, Schnitzel mit Bratkartoffeln, Sambalsoße. Ja, ich fange nochmal von vorne an. Mein Bruder, der in Hamburg, in dem schönen Hamburg-Bergedorf lebt, der war in England. Der steht auf sowas. Dudelsackpfeifer hier. Finde ich affengeil. Und der hat mich da getroffen. Warte. Der sieht so aus wie ich, oder nicht? Vor 20 Jahren. Das ist mein Doppelgänger. Okay. Wie okay?
Alles. Ja, ihr habt. Ja. Das ist doch wohl mein Doppelgänger, oder nicht? Ich müsste seine Poletten probieren. Ja. Warte, und der hier? Und der hier? Warte mal. Das ist der Londoner Polizeipräsident. Wow. Der hat eine Rede gehalten und mein Bruder hat den fotografiert und Der hat was. Und der hier? das ist doch ein Alter Schwede, ich sag dir ehrlich, der noch ein bisschen mehr. Der noch ein bisschen mehr. Jetzt ohne die Tattoos, ne? Ich sag's dir ganz ehrlich. Kann mal einer für mich sein? Das sieht doch gar nicht aus. noch aufmalst, hast du volle Befehl. Alter Schwede, Aber bei mir das war ja ist echt ein Stunt-Double. Bei mir war ja echt genug Platz für Tattoos, ne? Aber wenn Tattoo, ein Popeye auf den Arm und ein Anker auf der Brust, mehr nicht. Würde dir aber auch hervorragend. So, die beiden Schnitzel. Was sind hier die am Tisch, das Pärchen? Welche Soße? Sind das schon unsere hier? Ja. Gerne mit Sambal-Soße und bei dem einen Teller gerne noch ein bisschen Mayo drauf. Gut, ist jetzt auf Achso, beiden. dann passt das alles gut. Gerne. Frikassee ist fertig, ganz lecker, wirklich. Gerade zu bekommen. Was bekommen? Ja. So, du kriegst schon, ne? Das ist Bigos. Bigos. Kartoffelstampf, Bratensoße, Ja. Kraut mit Fleisch und noch ein Stück Kassler dazu. Gulasch, Hackbraten, Hühnerfrikassee habe ich gesagt, Cordon Bleu, Weitere Würste waren zum hier essen. Chili con Carne. Auch hier essen. Mitnehmen. Mitnehmen. Irgendwas ist noch, habe ich vergessen. Aber ist schon gut. Leber mit Zwiebeln ist noch Mittwoch gemacht. Nimm mal zweimal Schnitzel. Ja, aber ich brauche die Dauert ganz jetzt schnell einen jetzt. Dauert jetzt einen Moment. Ja, können wir zu den Curry, also 5 Minuten. Ja, kein Thema. Also zweimal Schnitzel. Zweimal Schnitzel, was gibt's dazu? Bratkartoffeln oder Stampfkartoffeln? Ich nehme Bratkartoffeln. Zweimal Schnitzel, Bratkartoffeln. Jawohl. Sitzen, warten, vergessen werden. Bulette mit Stampf und Hier ist Rotkohl heute mal nicht, buntes oder Kohlrabi. Und Bratensoße. Genau. Jawohl. Für mich das gleiche. Jawohl. Bitte schön. Ihr könnt euch durch die Glastür ins Zelt gehen, wenn ihr wollt. Auch Kohlrabi. Ja, wie sieht das Gemüse als andere aus? Und Nee, Kohlrabi nicht. hätte ich einen weißen Teller nehmen sollen. Auf dem schwarzen sind die nicht zu sehen. Bitte schön. Danke. Ich nehme eine Curry-Pommes, aber in Schwarz bitte. Jawohl. Für mich einen Schnitzel mit Bratkartoffeln, einer Bulette und gibt es sogar eine Bolognese-Soße? Ja. Ich hätte gerne auch einen Schnitzel mit Jägersoße und einer Bulette. 2 Schnitzel, eine Currywurst. Dauert alles einen Moment. Alles gut. Gerne. Eine Schnitzel, eine Cola, mit Bratkartoffeln und eine Bulette. Ja. Holen Sie mal bitte mit. An der Tür steht so eine runde Tonne. So, bitteschön. Nehme ich auch genauso. Jawohl. Auch Rotkohl? Ja. Ihr könnt auch durchs Glas, durch die Glastür gehen. Ich habe dir hier 2 kleine Stückchen Kassler mit rausgelegt, die gibt du eins deinem Kumpel. Welche Soße? Einmal Jäger. So, das sind wir erstmal. 2 habe ich erstmal. Ja, danke. Welche Soße haben Sie denn? Ruhig weiter. Zweiter. Ich esse weiter.
Bitte schön. Bittere Wurst mit Mayo. Ja, mit Mayo. Bitte Dankeschön. schön. So, bitteschön. Jawohl, danke dir. So, und wir gehen mal da lang. Das ist doch mal ein ordentlicher Schweinebraten, oder nicht? Ja. Mal gucken, ob er durch ist. So, und dann nimmst du das Kammstück immer, legst es schön in der Ecke. So als Stütze quasi. Und immer schön dagegen, ein bisschen schräg. So. Wenn der nicht saftig ist. Ich habe gesagt, den stellen wir erstmal weg, damit man ein bisschen besser schneiden kann. Aber Hauptgrund ist, Fleisch muss ein bisschen ruhen. Das muss wenn du das sofort schneidest, erstens mal lässt sich nicht schneiden, kannst du nicht. So, und dann läuft der Saft sofort raus. So, jetzt hat das ein bisschen geruht. Und jetzt lassen wir das einfach nur noch ein bisschen warm liegen. Und dann haben wir einen wunderschönen Schweinebraten. Ja. Wunderbar. So. Und jetzt, wir haben hier vorne Kassler mit viel Soße und Sud. Da machen wir noch eine Kelle drüber. Dann dämpft das so ein bisschen und Ab und an. Einmal die Woche mindestens. So, bitteschön. Perfekt. Danke. Tschüss. mach's gut. Oletta, das ist ja dabei. Nee, das darf nicht. So, einmal, bitteschön. Ich hätte als Vorspeise eine Frikadelle mit Senf und dann Gulasch mit Nudeln. Ja. So, wer bekommt jetzt? Was habt ihr denn vom Mittagstisch noch da? Kommen hier noch nicht. So, gut. Kassler. Kassler Bratkartoffeln. Bitteschön. Ja, Genau so zum wieder? Beispiel. Chef, Hier bei drei Arbeit. Jungs würden gerne noch mal ein Bild mit dir machen. Ja, komme sofort. Ich muss da eh gleich mal in der Ecke. Am besten machen wir es vor der Tür. Ihr könnt auch hier drin, aber da haben wir. Ist denn das da hinten auf oder ist da zu? Ist auf, kannst du reingehen. Nee, weil der Ja. nicht stark genug.
So, wo möchtet ihr ein Bild machen? Ich sag vor der Schmiede. Kannst du auch eins mit meinem Handy vielleicht machen? So. Natürlich. Dann nach 8 Monaten die Doku gesehen, jetzt heute mal endlich hier. Ja, und das ist schon 2 Jahre her, dass die gelaufen ist. Ja? Aber sind ja etliche. Ja, wir mussten ja warten, bis der Führerschein kam, deswegen. Ach so, von wo seid ihr denn? Aus Burgdorf. Burgdorf, Mensch, da habe ich gewohnt. Früher. Wo Burgdorf? Naja, einfach nicht. In der Kneipe, gibt es die noch da auf der Ecke gegenüber vom Krankenhaus? Ja, dann hätte ich Hoffentlich. eine Portion Sülze. Die Sülze, denk mal voll. Ja, das auch. Das eine schließt das andere nicht aus. So, Remoulade, Zwiebeln, so für Männer. Genau. Genau. Viel Soße, ne? Aber wir Berliner alle noch wissen. Wenn ihr Magdeburger reinkommt, dann hört Ja, das wirst du sofort. Bitteschön. Dankeschön, das sieht doch lecker aus. Bleiben wir fragen, oder? Ja, ich bin Hunger. Ja, wo können wir denn? So. So, schöner Teller. Ja, Den Tüten dran kannst ficken. Prost. Sehr lecker. Der Riech hat sich gelohnt. Ja, dann guten Hunger. Gerne schmeckt auch gut. Erlebt und dann kommt immer wieder gerne wieder. Tschüss. Tschüss. Hallo. Grüß dich. Ich kenne mich mal kicken, ja? Guck mal. Bitte schön. Guten Appetit. Dankeschön. So. Einmal Reis zum Mitnehmen. Mach ich. Die Tage da merke ich gar nicht. Guten Appetit. Bitte schön. Super, danke. Guten Appetit. Was ist denn das? Eine Hacklauch, Sahne, Suppe. Hack, Lauch, Sahne und Käse. Wolltest du meine drauf haben? Nee. Nee oder Sissi? Nee. Nee. Guten Hunger. Guten Appetit. Einmal Reis mit Hühnerfrikassee. Sieht lecker aus. Schmeckt auch lecker. Meine Kollegin kann ganz gut kochen. So, bitteschön. Moin. Hallo. Moin. Moin. Guten Tag. Hallo. Hallo. Jetzt aber eine kleine Schüssel vorweg und danach was anderes. Das ging also hervorragend klar. Dann würde ich einen kleinen Käselauch direkt nehmen. Und als Hauptgang glaube ich die Schnitzel, wenn du noch hast. Muss ich gucken? Ja. Tatsächlich weiß ich es nicht. Sehr schön. Das freut mich. Ja? So, eine kleine vorweg. Hervorragend. Bitte schön. Danke sehr. Ich nehme auch eine kleine vorweg. Das war's bis jetzt. Und 7.3. ist der neue Termin. Den hatte Torben vorgeschlagen. Weil das so finde ich konnte. Erzählt mal. Ja, also ich nehme auf jeden Fall. Eine Hand voller Fleischwurzwürfel. Ich nehme 2 Buletten und Salat. Kartoffelsalat. Kartoffelsalat. Kriegst du. Siehst du, und weil der jetzt gleich alle ist, müssen wir schon wieder gerade 9 machen. Ich habe dir gerade diesen Hashtag Heidi erzählt, wie man das macht. Hungrige Stadt.
Hungrige Stadt. Ja, glaube ich. Nein, die Stadt ist nicht hungrig, so heißt er bei YouTube. Okay. Ich wasche mir immer die Die Hände. Stadt ist auch hungrig, also. So, welche Soße? Auch Sambal. Gemüse. So, und sowas kommt natürlich nicht weg. Das ist im Prinzip Gold. Das ziehen wir durch und nehmen es auf. Dann machen wir eine Bratensauce davon oder das wäre jetzt, boah, würden sie mich beide erschlagen. Ja. Nehme ich so.